Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Sommervideo unter dem Motto Alles, was mir gut tut. Und da darf natürlich auch eine schöne Sommermaniküre nicht fehlen. Und zwar habe ich mir die Nägel wunderbar schön poppig rot lackiert, passend für den Sommer. Dabei nehme ich euch heute mit. Mich hat nämlich eine liebe Zuschauerin vor ein paar Wochen gefragt, ob ich nicht nochmal zeigen könnte, wie ich meine Nägel zu Hause mache. Das Ganze ohne Schnickschnack. Ich glaube, ich werde das Video auch irgendwie nennen. Maniküre für zu Hause ohne Schnickschnack. Möglichst schnell und alltagstauglich soll es sein. Dabei nehme ich euch mit. Es sind alles Produkte aus der Drogerie, die ich verwende. Ich nehme euch Step by Step mit, wie ich das mache. Ich blende euch sehr gerne jetzt mal ein paar Vorherbilder ein, wie meine Nägel aussahen. Ich konnte mich tatsächlich länger nicht drum kümmern. Ich war krank. Ich hatte viel noch für die Schule zu tun, weil sich das Schuljahr dem Ende neigte, so dass ich meine Nägel so 2,5 Wochen ungefähr total vernachlässigt habe. Ihr seht, der Nagellack war rausgewachsen, es waren diverse Nägel abgebrochen, es sah ganz schlimm aus, es musste dringend was gemacht werden. Und jetzt ist es dieses Ergebnis hier. Ich habe sie relativ kurz geschnitten. Wie gesagt, ich mag das auch gar nicht so, wenn die so lang sind. Deswegen so viel zum Thema ohne Schnickschnack, ohne Shishi. Einfach für den Alltag schön und gepflegt. Und wie ich das mache, zeige ich euch, wie gesagt, in diesem Video. Und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, und weil es so schön war, hier nochmal das Vorherbild, damit ihr wisst, womit wir es zu tun hatten, als es losging mit der Maniküre. Der Nagellack war rausgewachsen, die Fingernägel waren abgebrochen, dagegen tun wir jetzt was. Erstmal musste der alte Lack ab und da liebe ich diesen Express-Nagellackentferner oder auch hier diesen klassischen Nagellackentferner, aber mit Aceton muss das bei mir sein. Hier seht ihr einmal, wie ich beide ausprobiere. Einmal diesen Express-Nagellackentferner, da taucht man einfach seinen Finger in so einen getränkten Schwamm und ja, rubbelt da so lange hin und her, bis der Nagellack ab ist. Das finde ich sehr praktisch, gerade bei dunklem Nagellack. Ich hatte jetzt hellen Nagellack drauf. Da bietet es sich für mich immer so ein bisschen an, diesen klassischen Nagellackentferner zu nehmen. Wie man das eben so macht, auf ein Wattepad auftragen, so ein bisschen länger auf dem Nagel einwirken lassen und dann hin und her rubbeln. Für mich ist wichtig, immer nach unten zu wischen, dass man nicht noch alte Lackreste sich oben in die Nagelhaut reinreibt. Aber das macht, glaube ich, jeder. So, und damit hatten wir es jetzt zu tun. Die blanken Nägel wurden jetzt als nächstes geschnitten und da nehme ich eine ganz feine Nagelschere. Ich glaube, es ist sogar eine Nagelhautschere, da sie wirklich sehr, sehr fein ist und sehr präzise arbeitet. Ich weiß, die meisten Leute sagen, man darf die Fingernägel nicht schneiden, sondern man soll sie nur knipsen oder nur feilen. Das würde mir viel zu lange dauern. Also mit dem Knipser komme ich nicht klar. Und ich wollte jetzt ein ganzes Stück kürzen, wie ihr seht. Und da komme ich mit dieser Schere. Ihr seht da die ganz kleinen Ecken, kann ich damit abschneiden. Und hier den Fingernagel, der abgebrochen war. Genau, und ich versuche immer, die Nägel relativ rund zu tragen. Und schneide dann auch wirklich links und rechts möglich die rausgewachsenen Ecken ab. Und auch so ein bisschen das wilde Fleisch, wie ich immer sage, versuche ich damit auch zu entfernen, damit ich eine gute Basis habe, mit der ich dann weiterarbeiten kann. So sehen dann beide Hände aus, wenn alle Fingernägel geschnitten sind und danach geht es dann weiter. Ich würde sagen mit dem Herzstück meiner Maniküre und zwar ist das diese Glasfeile hier. Die ist jetzt zufälligerweise von Zwilling, aber die gibt es ja auch in der Drogerie von allen möglichen Marken. Aber eine Glasfeile hat so viele Vorteile, sie nutzt sich einfach nicht ab, ist immer einsatzfähig und ich finde, sie ist auch sehr angenehm bei der Nutzung und ich weiß nicht, Feilen können ja schon mal irgendwie sehr unangenehm sein. Jedenfalls feile ich meine Nägel immer von außen nach innen. Es sieht zwar so aus, ob ich rundum feile, aber ich nehme dann immer, wenn ich in der Mitte bin, den Druck weg, dass ich wirklich nur die Nägel in eine Richtung feile, nämlich immer, wie gesagt, von außen nach innen. Und da kann ich dann sehr schön irgendwelche kleinen Ecken, die durch die Schere entstanden sind, mit ausgleichen und dem Nagel seine endgültige Form geben. Hier seht ihr das nochmal, dass ich dann noch mal richtig schön von den Nägelrändern in die Mitte feile und das mache ich einfach so lange mit jedem Nagel, bis ich zufrieden bin. Und das ist dann der aktuelle Zwischenstand, wenn alle Nägel mit der Glasfeile behandelt wurden. Und dann zeige ich euch nochmal in Großaufnahme, was jetzt so ein bisschen das Problem ist, nämlich, dass der Rand relativ
stumpf ist. Das heißt also, es gibt quasi wie so eine kleine Kante. Ich weiß nicht, ob man das ganz gut sehen kann auf dieser Großaufnahme. Jedenfalls dagegen benutze ich diese Feile hier. Die ist jetzt hier auch von Ebelin. Das ist eigentlich eine Polierfeile mit 3 Seiten und ich benutze immer die erste Seite, das ist so diese gröbste, um die Nägel, wie man das hier sieht, so nach unten zu feilen, so ganz fein, dass es nicht so eine scharfe Kante gibt am Nagelende, sondern dass das Ganze so nach unten ein bisschen abgerundet ist. Das finde ich persönlich immer super angenehm und habe auch das Gefühl, dass der Nagellack dann irgendwie besser hält. Das mache ich bei jedem Nagel mit der Seite 1 und mit der Seite 2, die ist noch so ein bisschen weicher und ich habe an einem Nagel hier am Ringfinger, da hatte ich doch so ein paar Rillen, die mich gestört haben und da habe ich dann auch nochmal richtig mit der Polierfeile gearbeitet, das sieht man jetzt hier. Wie gesagt, mit Seite 1 und 2 einfach das Nagelbett oder halt so diesen Hauptnagel bearbeitet, anschließend drüber poliert und dann waren die Rillen auch ein Stück weit besser ausgeglichen. Ja, und dann habe ich alle Nägel so behandelt, wie ich es gerade erklärt habe, bis dann die ganze Prozedur auch hier fertig war. So, die gröbste Arbeit ist dann geschafft. Dann geht es weiter mit dem Feinschliff und da kommen diese Rosenholzstäbchen zum Einsatz und besonders diese Seite, die so ein bisschen aussieht wie so ein Hufeisen. Jedenfalls, ja, was macht man mit so Rosenholzstäbchen? Natürlich die Nagelhaut zurückschieben. Das ist natürlich immer sehr von Nutzen, wenn man die Nägel anschließend lackieren möchte. Da seht ihr, wie ich das mache, wie das, glaube ich, jeder macht. Einfach mit dem Rosenholzstäbchen vorsichtig die Nagelhaut hochschieben. Ich benutze jetzt wirklich kein Shishi. Es gibt ja noch alle möglichen Öle und irgendwelche kleinen Flüssigkeiten, mit denen man da arbeiten kann. Ich nehme immer nur mein Rosenholzstäbchen und das reicht mir völlig aus. Und dann sehen hinterher diese Nägel so aus und sind quasi fast schon bereit fürs Lackieren. So, vor dem Lackieren fehlt jetzt noch ein ganz wichtiger Schritt und zwar ist es, die Nägel zu entfetten. Auch da gibt es diverse Mittelchen. Mir reicht einfach diese Bürste. Ich kann euch gar nicht sagen, wie lange ich die schon habe. Seife und Wasser. Und dann schrubbe ich einfach meine Nägel in allen Richtungen, schrubbe da auch nochmal die Nagelhaut ein bisschen hoch und dann sind die Nägel absolut fettfrei. Da braucht ihr nicht irgendwelche speziellen Mittelchen aus der Drogerie kaufen. Wasser, Seife und ein Bürstchen reichen völlig aus. Dann nehme ich die Seifenreste runter, schrubbe nochmal mit fließendem Wasser über die Nagelhäute drüber, trockne das Ganze gut ab und dann seht ihr gleich, sind die Nägel bereit für den Lack. Und da geht es jetzt auch schon los mit dem Lack. Das ist jetzt mein Unterlack, den ich benutze. Der ist jetzt von Manicurist. Das ist jetzt keine Marke aus der Drogerie. Aber ich habe auch unendlich viele Unterlacke aus der Drogerie. Es ist völlig egal, was man da benutzt. Ich persönlich nehme insgesamt immer 4 Nagellackschichten. Das ist die erste. Ich finde es sehr wichtig, einen Unterlack zu benutzen, weil ich das Gefühl habe, dass der Farblack dann besser haftet. Bilde ich mir zumindest ein. Und zum Zweiten, dass ein Farblack dann auch den Nagel nicht verfärben kann. Also das sind so Argumente, die für einen Unterlack sprechen. Deswegen ziehe ich das immer konsequent durch. Wie ihr hier seht, lackiere ich dann erstmal alle Nägel mit diesem Unterlack. Und dann hattet ihr zu Beginn des Videos ja schon gesehen, dass ich mich für diesen knalligen Rotton entschlossen habe. Rock the Runway heißt der ist von Essie, falls man das jetzt nicht gut genug lesen kann. Da habe ich auch so viele verschiedene Lacke und ich benutze am liebsten die von Essie und von Manicurist. Wie gesagt, das ist aber keine Drogeriemarke. Ich kann keinen großen Unterschied feststellen, muss ich sagen, außer dass bei Manicurist vielleicht nochmal so ein paar Farben vorzufinden sind, die man jetzt in der Drogerie nicht so findet. Also, wie mache ich das Ganze? Ich glaube, so wie jeder Nagellack aufträgt, würde ich behaupten. Mir ist erstmal ganz wichtig, die Ränder ordentlich zu treffen, dass ich da nicht drüber male. Da sieht man es nochmal. Und dass ich dann so nach unten ausstreiche erstmal, das ist mir gar nicht so wichtig. Das kann ich hinterher noch machen. Am wichtigsten ist es wirklich, dass ich schön nah am Rand bin, aber eben nicht über den Rand drüber zeichne. Dann trage ich immer eine zweite Schicht von dem Farblack
Farblack auf. Da muss ich aber nicht mehr ganz so präzise sein. Das geht viel, viel schneller, weil das Präzise ist bei der ersten Schicht, finde ich, immer wichtiger. Also die zweite Lackschicht geht viel schneller von der Hand. Und hier zeige ich euch nochmal in Großaufnahme, worauf ich achte bei dem Pinsel. Also ich ziehe ihn aus dem Fläschchen raus und streife eine Seite ab und auf der anderen Seite seht ihr, da ist so ein kleiner Lackklecks und mit dem arbeite ich dann. Das ist dann immer die perfekte Menge, die man braucht, um die Nägel gut lackieren zu können. So sieht das Ganze dann fertig aus. Ja, und anschließend ist bei mir auf jeden Fall ein Muss, ein Überlack. Hier ist jetzt so ein Speed Setter, also das ist quasi ein Überlack mit gleichzeitig Schnelltrocken-Effekt. Der ist jetzt auch von Essie. Die gibt es aber auch von allen möglichen Marken, aber der von Essie hat mir schon oft gute Dienste geleistet. Ja, und da seht ihr, jetzt versuche ich auch möglichst präzise zu arbeiten. Vorher lasse ich den Farblack allerdings relativ lange trocknen, mindestens, also so 5 Minuten vielleicht, dass der nicht mehr so tropfnass ist. Und dann lässt sich eigentlich auch sehr problemlos der Überlack auftragen, der dem Ganzen, wie ich finde, auch nochmal so einen besonderen Glanz verleiht. Ja, und hier seht ihr jetzt das Endergebnis. Es ist keine perfekte Maniküre, ich bin da kein Profi, aber für den Alltag reicht es mir völlig aus. So, also jetzt wisst ihr genau, wie ich mir meine Nägel mache und ich muss dazu sagen, dass sie tatsächlich auch mindestens eine Woche so gut aussehen. Ich habe selten das Problem, dass mir vorne irgendwas absplittert. Irgendwann stört es mich tatsächlich, wenn sie dann rauswachsen und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass sie jetzt im Sommer deutlich schneller wachsen als im Winter, weil natürlich mehr Licht an die Nägel kommt. Das ist eigentlich so das einzige Problem. Deswegen setze ich mich meistens sonntags abends hin und mache meine Nägel, damit die dann wieder frisch sind für die Woche. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspirieren können, euch vielleicht ein paar Tipps geben können, wie ich das so mache. Schreibt mir doch sehr gerne mal, wie ihr das macht, wie regelmäßig ihr euch die Nägel macht oder ob ihr vielleicht ins Studio geht, die Nägel machen zu lassen. Ich bin sehr gespannt auf den Nägelaustausch. Wünsche euch jetzt aber erstmal noch einen wunderschönen Tag. Ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss!